Ja, also eigentlich sollten wir das tun, was ihr gerade zum Einstieg gesehen habt, nämlich abgefahren sein und segeln, aber die Realität sieht leider manchmal anders aus. Wir hatten einen Plan und das war ein bisschen doof, weil Pläne funktionieren einfach nicht. Wir hängen noch in Lissabon. Wir haben verschiedene technische Sachen, die wir gerade ja, entweder bearbeiten oder noch nicht ganz zum Abschluss bekommen haben. Das eine ist, wir haben einen Multiplus 12 3000 eingebaut. Da gibt es gleich Bilder davon. Dann haben wir die Windschenwartung gemacht. Das ist auch ganz spannend. Aber wir haben auch Probleme in der 230 Volt Elektrik bekommen. Der FI ist ständig rausgeflogen und so haben wir uns auf die Fehlersuche gemacht. Also, womit wir die letzten Tage und Wochen verbracht haben seit dem Live, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. Hier an der Wand hing der große Multiplus, der alte. Da soll der große hin. Die erste Arbeit wird sein, hier diese Halterungen abzunehmen. Und das sind von hinten durchgesteckte Schrauben. Und diese Platte wiederum ist hier zum einen festgeschraubt, aber zum anderen auch festgeklebt. Und deswegen kann ich die jetzt nur abschneiden, um dort dann den neuen Multiplus festzumachen. Und da geht natürlich kein anderer Weg dran vorbei, als hier mit fiesem, schweren Gerät drauf loszugehen. Das ist ein bisschen blöd, weil das funkt. Ich werde jetzt mit nassen Lappen das soweit eben abdecken. Kabel kommen hier, laufen aber jetzt um die Kabel rum und die müssten ja eigentlich in den vorderen Kabelkanal. Das heißt, ich muss die nochmal abmachen, damit ich die dann hier in den Kabelkanal legen kann. Die Kabel, die ich gestern mit mühsamer Arbeit festgemacht habe, musst du heute wieder abmachen. Ja, aber die mache ich ab, die musst du dann nicht abmachen. Und ich glaube, du hast mir sogar gesagt, du weißt nicht, wie das funktionieren soll. Kann das sein? Ja, ja. Habe ich. Ja, hast du. Also ich habe jetzt hier den neuen Multiplus aufgehängt. Das ist der 3000er mit 120 Ampere Ladeleistung. Der schaltet um zwischen 12 Volt und 230 Volt und ist Inverter und Ladegerät. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Den alten, den haben wir hier unten wieder neu angebracht. Der kann sozusagen als Ladeverstärkung dienen oder auch wenn der ausfällt, dann kann ich auf den umschalten. Also das ist jetzt so ein bisschen Luxus, aber den hatte ich vorher, den tue ich jetzt nicht von Bord. Hier hat er ein vernünftiges Plätzchen gefunden. Und was ich halt toll finde, wir können jetzt schneller laden. Wir haben jetzt auch vernünftig Leistung. Wir können jetzt zum Beispiel den Wasserkocher mit 2000 Watt auch mal betreiben. Oder wir können kochen mit Elektro. Das konnten wir über den kleinen bisher nicht. Wäre jetzt also möglich, falls wir wirklich mal Sonnenstrom im Überfluss haben. Also was ich am Multiplus so toll finde an dieser ganzen Kombination von Victron, dass die halt alle miteinander reden, die Geräte. Ich habe hier das GX Touch Display, wo alle Informationen zusammenlaufen. Und also was ich halt toll finde, ich sehe hier zum Beispiel, dass ich 31 Watt Ladeleistung aus dem Solarladeregler habe. Und das geht direkt in die Batterie, das zeigt dieses Zeichen eben an. Und hier oben, der Multiplus hat gerade Ladeerhaltungsspannung. Ich habe 635 Watt auf 230 Volt Ebene, die entnommen werden. Ich mache jetzt mal den Heizlüfter an dazu. Jetzt geht der hier oben natürlich kräftig hoch. Und das holt er sich jetzt hier aus dem 230 Volt Netz. Und wenn ich ihm jetzt zum Beispiel mal testweise das 230 Volt Netz wegnehme, das mache ich jetzt mal, dann sieht man, dass das von der Batterie in den Wechselrichter geht und von dort in die AC-Geräte rüber geht. Also wir ziehen jetzt hier 150 Ampere und man hat das ja vorhin gehört, der hat klick, klick direkt umgeschaltet. Und wenn ich ihn jetzt zurückschalten würde, ihm wieder 230 Volt gebe, dann braucht er ein paar Sekunden. Also er zieht jetzt weiter als Inverterstrom aus der Steckdose. Und er wird jetzt gleich umschalten und dann fließt das wieder in die andere Richtung. Also dann wird er praktisch vom Wechselrichter direkt die AC-Lasten nehmen, beziehungsweise umgekehrt. Also von außen kommt der Strom. Jetzt hat er umgeschaltet. Jetzt ist er wieder auf Konstantstrom. Er lädt jetzt praktisch ein bisschen nach mit 10,5 Ampere, weil er hier gerade runtergegangen ist. Und gleichzeitig, und das sieht man hier, da kommt der AC rein, also der Wechselstrom rein, wird hier umgeschaltet und geht auch wieder raus. Also er lädt
und er schickt auch den er schickt auch den 230 Volt Strom durch. Und das finde ich halt toll, dass man das an diesem Display so übersichtlich sehen kann, was da gerade passiert. Und die Dioden am Multiplus, die werden hier eben auch mit angezeigt. Da braucht man ein gutes Auge, aber funktioniert. Ich stehe in Lissabon in der Schlange. Ich habe vom Stegreif mal den Tipp bekommen, dass man bei Mauser in Lissabon sehr gut einkaufen kann für Elektronik. Ich brauche verschiedene Kabelschuhe, Schalter und solche Geschichten und hoffe, dass ich hier heute fündig werde. Freue mich auch immer, wenn ich Sachen suchen kann, weil man dann auch immer die Städte eben noch mal ganz anders zu Gesicht bekommt. Und so sieht es eben abseits der schönen Touristenecken aus. Auch das ist Lissabon, auch das gehört dazu. Also ich bin echt immer wieder begeistert, wie freundlich und hilfsbereit die Portugiesen sind. Die Kabelschuhe für die Batteriekabel habe ich jetzt leider nicht bekommen, aber der hat mir jetzt erklärt, da vorne gibt es aber einen Autoladen und da versuche ich das jetzt nochmal. So, 5. Versuch, wieder negativ. Ich wurde jetzt weitergeschickt zu einem Laden hier links um die Ecke. Es wird langsam dunkel, heute ist Wüstenstaubs, irgendwie diese ganz komische Stimmung. Links und links, also mal gucken, ob ich hier was werde. Es ist mittlerweile dunkel. Ihr seht hinter mir diese komische Sahara-Staubstimmung. Das ist irgendwie recht eigenartig, weil die Gebäude so in diesem Dunst verschwinden und auch keine richtige Sonne heute am Himmel war. Ich habe jetzt 4 Stunden lang die Stadt durchsucht, war in Einkaufszentren, Werkzeugläden, Baumärkten, Schlüsselanfertigungsläden, Autowerkstätten und muss feststellen, die Kabelschuhe hat keiner. Selbst die Autowerkstätten haben das nicht. 2 Sachen habe ich gelernt dabei. Also es macht tatsächlich Sinn, auch die kleinsten Kleinigkeiten an Bord zu haben, an Werkzeug und Ersatzteilen. Und das Longboard ist für Lissabon nicht wirklich gut geeignet. Ich bin jetzt zurück, ich werde sie doch aus Deutschland bestellen müssen. Und ja, hilft nichts, werden wir darauf warten müssen. Eigentlich bin ich gerade an der 12 Volt Elektrik dran, aber während ich am Basteln bin, ist heute Nacht immer wieder die Hauptsicherung rausgeflogen, also der FI-Schalter genau genommen. Und wir sind jetzt auf der Suche nach dem Fehler im 230 Volt System. Ja, ich schraube jetzt mal die Decke auf hier, weil da ist vom 230 Volt Netz zum einen hier diese Steckdose und die kommt hier aus dieser Leuchte raus. Und an der Steckdose hing häufig was über Nacht dran. Und jetzt gucken wir mal, ob es vielleicht da dran liegt. Wir hatten hier oben schon mal Salzwasser drin von dem Schwanenhals, wo die Kabel vom Mast durchgehen. Und vielleicht hängt es ja auch da dran. Ich habe hier noch eine Verteilerdose. Die passt von der Höhe nicht rein. Nee. Und wenn du bei Mauser eine kleine Verteilerdose holst? Ja. Das wäre nochmal eine Option. Und so ist es, wie es immer ist. Du machst eine Baustelle auf und hast gleich 10 neue. Genau. In dem Fall, ich muss eine Dose besorgen. Also man sieht hier an den Schrauben, dass da schon Korrosion dran ist. Sicherlich nicht das Schlechteste, wenn man da mal mit Vago-Klemmen zum Beispiel dann arbeitet. Also da oben sind auch noch Kabel drin, die ich nicht kenne. Da oben. Aber interessanter finde ich das hier. Das ist hier die 12 Volt Deckenleuchte. Und da sieht man,
dass die durchkorrodiert ist. Deswegen geht sie auch nicht mehr. Richtig, genau. Ich krieg die alte Verbindung nicht auf. So, da ist sie. Oh, ist total grün. Ja, die machen wir mal neu. Also ich schneide die jetzt ab und mache eine neue Krimpung dran. Übrigens, wer die nicht kennt, die ist super, die Zange. Die kann vorne abisolieren, das geht dann total schnell. Und hier hinten kann man schneiden. So, und dann kann man abisolieren. Knack, knack, abisoliert. Aber eigentlich kann man das Kabel komplett vergessen, das ist nämlich schwarz. Hier, das ist gar kein blankes Kabel mehr. Also müsste ich eigentlich ein komplett neues Kabel ziehen, 12 Volt Kabel. Das Problem ist, wo kriege ich das, also wie kriege ich das Kabel in die Decke? Ja, also super Beispiel für von Stöckchen auf Steinchen. Ich kann jetzt zwar noch mal ein bisschen was abkneifen, aber das ist immer noch schwarz. Willst du die Baustelle wirklich auch noch aufmachen oder schreiben wir das auf die Liste drauf? Und ne, das schreiben wir jetzt auf die Liste drauf. Ich mache es jetzt nur wieder zusammen, aber toll ist das nicht. Also weil die Lampe haben wir ja, also die haben wir ja noch nie angehabt, ja, eigentlich, weil sie ja nicht geht. Ich schneide noch mal ein kleines bisschen von der schwarzen ab, vielleicht wird es ja dann besser. Wenn du es noch ein paar Mal machst, ist keine schwarze mehr übrig. Hat auch nichts gebracht. Ja, so. Immer noch schwarz. Und dann kommt das aber auf die Liste. Was lachst du? Die Liste. Die Liste des Grauens. Die Liste des Grauens, genau. Die wird immer länger. Und für jedes Teil, was du abstreichst, kommen 2 neue Sachen drauf. Ja, genau. Tausenderlei Werkzeug. So, hält. Jetzt haben wir hier noch das Gegenstück. Schlauer wäre es natürlich, wenn man ein längeres Kabel dran macht. Ne? Weil du bei der anderen Seite schon zu viel abgeschnitten hast? Ja. Dass es jetzt nicht mehr zusammenpasst? Vielleicht kann ich ja mal eben schnell hier ein längeres Kabel dran machen an die Deckenleuchte. Mal eben schnell gibt es auf dem Boot nicht. Nee. Nichts auf dem Boot ist schnell. Wenn ich jetzt die Kabel brauche, dann ist aus diesem 5-Minuten-Projekt wieder ein halbstündiges Projekt geworden, weil dann muss ich nämlich die eine Achterkabine halb ausräumen. Das ist der Schalter, der ist auch total korrodiert. Vielleicht sollten wir die ganze Lampe einfach nur noch als Deko-Objekt ansehen und erstmal komplett außer Funktion setzen und austauschen. So, ich schraube die jetzt ganz schnell wieder zusammen. Ich mache da jetzt einfach Kappen drauf erstmal. Geht nicht. Doch, geht schon. So. Genau, so sieht's aus. Alles auseinandergerissen und nichts gemacht. Es ist echt zum Heulen, ne? Eine halbe Stunde Zeit verbrannt und nichts gekonnt. Das ist meine Einkaufsliste. Und weil wir in Portugal sind und ich die ganzen Begriffe nicht kenne, das ist meine Liste, was ich brauche. Habe ich mir lauter Muster eingepackt. Das ist zum Beispiel eine 220 Volt Glimmlampe, die sitzt neben dem FI.
Aber ich weiß natürlich nicht, wie das auf Portugiesisch heißt, also habe ich sie ausgebaut und eingesteckt. Ich brauche so einen Nullleiter und ich brauche Ader-Endhülsen und dann kann ich Ihnen das eben zeigen. Ich habe jetzt hier die Kabelchen alle mit Vagus schön zusammengesteckt und in so eine Dose reingepackt. Und dann ist das erstens ordentlich und zweitens auch nicht mehr feuchtigkeitsanfällig. Und hier das Kabel haben wir zurückgebaut, weil der Querschnitt hier gar nicht ausreicht dafür, dass da große Lasten dranhängen. Und der Stromkreis hier von der Leuchte, da hängt nur die Leuchte dran im Moment und das ist ein richtig fettes Kabel. Dann kann ich da später noch ein Kabel hier runterlegen und da die Dosen anbringen. Da ist nämlich genug Querschnitt da. So, Deckel zu. Ich habe erfolgreich einen Kurs an der YouTube Academy absolviert über das Warten von der Hakenwinch. Wir haben hier ein ganz besonderes Boot, das ist ja jetzt bekannt, und wir haben natürlich auch besondere Winchen. Wir haben nämlich Barbarossa-Winchen. Barbarossa gibt es nicht mehr, wurde von Haken aufgekauft und deswegen kann ich nur nach der Wartung von Hakenwinchen gucken. Das haben wir gemacht. Gibt natürlich auch nicht die Winchgröße, die wir haben, aber ja, sollte schon irgendwie funktionieren. Wir haben uns schlau gemacht. Die Ersatzteile für die Barbarossa-Winchen gibt es auch noch von Haken. Ich hoffe, dass ich kein Ersatzteil brauche, dass ich nur reinige und wieder zusammensetze. Das wäre das Schönste. Aber ansonsten sieht das gar nicht so schlecht aus, ne? Also es sieht aus, als würde Reinigen reichen. Haben wir auch einen Eimer zum Fettreinigen Auffang? Also schon mal, der geht schwergängig. Das ist schon mal nicht richtig so. Ja, der ist ja völlig zugefettet. Der ist auch schwergängig. Also das ist, glaube ich, das Problem. Die sollen nämlich nicht gefettet werden, die sollen nur geölt werden. Und die sollen gefettet werden. Und deswegen ist die auch schwergängig, weil das hier fettig ist. Und deswegen werden wir hier auch Bremsenreiniger brauchen. Aber jetzt müssen wir müssen ja von oben nach unten machen, Christoph. Von oben nach unten. Das heißt erst den. Ah, guck mal, da ist unten auch, das kannst du gar nicht falsch drehen. Dann nehme ich den Mitte, dann nehme ich den nächsten. Boah. Ist da ist noch ein Sprengring drunter, den ich mit Handschuhen nicht rauskriege. Und das nächste ist entweder zusammengebacken oder doppelt.
Also Nee, vorher, umgekehrt. nachher. Ja. Funktionstest. Wünschen kann so einfach sein, ne? Guck mal. Zum Vergleich. Komm mal mit. Klingt ganz anders. Ja. Und geht auch doppelt so schwer. Es ist jetzt nicht, dass sie schwer geht, aber definitiv schwerer. Das werden wir unter Last dann merken, ne? Ja, unter Last wirst du es richtig merken. Ja, so sieht das wahre Seglerleben aus. Wir haben euch ja versprochen, euch auf die echte Reise mitzunehmen. Und dazu gehören einfach, dass Pläne auch nicht funktionieren. Wir warten noch auf Ersatzteile. Manche müssen aus Deutschland kommen, das hatten wir erzählt. Manche kommen aber auch über einen portugiesischen Händler aus Spanien. Und nachdem die Spanier im Moment streiken wegen der hohen Lebenshaltungskosten und der hohen Spritpreise, wissen wir nicht, wann das Zeug ankommt. Wir hoffen, nächste Woche weiterfahren zu können. Im Moment sieht das so aus, dass mal ausnahmsweise der Wind nicht zu viel ist, sondern perfekt. Aber dafür ist die Welle zu hoch. Wir haben 3 bis 4 Meter angesagt und das ist einfach deutlich zu viel für die Küste hier. Wir hoffen, dass wir vielleicht doch Ostern fahren können. Das wäre natürlich toll. Falls nein, haben wir eine tolle Idee für ein Live. Dann gibt es wieder ein Live. Hätten wir ein schönes Thema dafür aber an anderer Stelle mehr. Für diejenigen, die noch schnell ihre Ostergeschenke bei Amazon bestellen möchten, und ich weiß, dass wir bestimmt Amazon-Besteller dabei haben, ihr könntet uns einen ganz großen Gefallen tun und wenn ihr die Bestellung macht, über einen der Links unten in der Beschreibung auf die Amazon-Seite gehen und dann bestellen. Wir haben uns für das Affiliate-Programm beworben bei Amazon und wir werden nur angenommen, wenn wir mindestens 3 Verkäufer haben. Das soll doch irgendwie zu machen sein. Wer was, wie, wo, warum, weshalb kauft, ist sowohl Amazon als auch uns völlig egal. Das sieht man nicht. Wichtig ist nur, dass ihr über einen Link aus der Beschreibung reingeht. Welcher das ist auch völlig egal. Wir würden uns darüber sehr freuen. Wenn dir unser Video gefallen hat und du hast es noch nicht getan, dann abonniere doch einfach unseren Kanal und schalte die Glocke ein, weil dann wirst du auch informiert, wenn das nächste Video rauskommt. Und außerdem sind wir natürlich auch bei Instagram und bei Facebook zu finden und freuen uns auch sehr, wenn du uns da folgst. Genau, gibt es gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich hoffe, wir können bald weiter. Vielen Dank, dass du bis hierher dabei warst. Bleib uns treu. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss. Und tschüss.